Am 12. Januar 1639 schreibt Rembrandt einem seiner wichtigsten Auftraggeber einen Brief. Und in diesem Brief formuliert er eigentlich das Credo seiner eigenen Kunstauffassung. Ich zitiere: Denn in diesen Bildern ist die meiste und natürlichste Beweglichkeit beachtet worden. Die meiste und natürlichste Beweglichkeit. Als Rembrandt den Brief schreibt, ist er ein erfolgreicher Künstler. Doch diese Karriere war dem Müllers Sohn nicht in die Wiege gelegt. Wie wurde aus Rembrandt Harmens Sohn van Rijn Rembrandt? Das ist unsere Geschichte. Sie beginnt in Leiden, dem Geburtsort des Künstlers. Schon dort gilt Rembrandt als Wunderkind. Bei einem lokalen Historienmaler geht er in die Lehre. Aber es zieht ihn nach Amsterdam. Amsterdam um 1630 ist eine der aufregendsten Städte der Welt. Die Stadt boomt, ist eine einzige große Baustelle und insofern auch der Anziehungsort für Hunderte von Künstlern, die entweder dort lernen wollen oder die als ausgebildete Künstler dort berühmt werden wollen, wie Rembrandt. Durch den kolonialen Überseehandel ist Amsterdam eine reiche Stadt. Und die Nachfrage nach Kunst, besonders nach Porträts, ist riesig. Rembrandt kommt über einen wohlhabenden Kunsthändler an Porträtaufträge. Er nutzt seine Chance und wird schnell zum gefragtesten Porträtmaler der Stadt, weil er anders malt als die Konkurrenz. Das linke Bild von Elias Piquenoy ist ein, wie Sie sehen, sehr eindrucksvolles, ganzfiguriges, lebensgroßes Porträt eines Angehörigen der Elite, der Oberschicht, der Regenten der Stadt. Ein großartiges Bild auf der Höhe seiner Zeit, was den Erwartungen auch seiner Kundschaft entspricht. Und dann kommt Rembrandt. Der steht da lässig, das ist wie zufällig. Ist natürlich hoch inszeniert, selbstverständlich, so wie das andere Bild auch. Aber der Eindruck, den man vor dem Bild gewinnt, ist, der Mann könnte einem unmittelbar entgegenkommen. Der andere, der spielt eine Rolle, die weniger lebendig ist. Also Lebendigkeit, das ist ein Teil, denke ich, der zu seinem enormen Erfolg gerade in den Anfangsjahren in Amsterdam als Porträtist geführt hat. Rembrandt versteht es, seine Marke aufzubauen. In Amsterdam beginnt er, Werke einfach mit seinem Vornamen zu signieren. Rembrandt. Dabei heißt der Mann eigentlich van Rijn. Das wäre ungefähr so, als wenn Jan Vermeer auf seine Bilder immer nur Jan geschrieben hätte. Rembrandt stellt sich damit in die Tradition von Künstlern wie Tizian oder Raphael. Nach dem Motto: Ich gehöre zu den ganz Großen. Sein eigenes Gesicht ist für Rembrandt extrem wichtig. Er baut es immer wieder in seine Werke ein. Rembrandt taucht zum Beispiel in der Blendung auf. Der Soldat ist nicht Rembrandt, aber dieser Soldat trägt seine Gesichtszüge. Das trägt ganz entscheidend auch zum Erfolg der Marke Rembrandt bei. Das Investieren in die eigene Marke zahlt sich aus. Rembrandt wird in den Berufsverband der Künstler aufgenommen. Das ist seine Mitgliedsmedaille. Sie gibt ihm das Recht, sich selbstständig zu machen. Die eigene Werkstatt ist für Rembrandt eine Goldgrube. Hat eine Fülle von Lehrlingen aufgenommen und die zahlten Lehrgeld. Er hat aber auch eine ganze Reihe von bereits ausgebildeten Künstlern als Gesellen angestellt. Das war damals nichts Ungewöhnliches. Rembrandts Schüler bleiben keine Unbekannten, sondern machen selbst Karriere, wie Govert Flinck oder Ferdinand Bol. Doch es gilt: Der Output aus der Werkstatt, solange diese Gesellen sich nicht selber als Meister etablieren, werden ihre Werke als Rembrandt verkauft. Wir erinnern uns an Rembrandts Brief und sein Credo. Die meiste und natürlichste Beweglichkeit. Bei der Blendung des Simson ist sie fast spürbar, so wie der Schmerz des Helden. Wie er dies ins Bild setzt, wie beispielsweise der verkrampfte Fuß, die Zehen, ausgerechnet ganz bewusst natürlich auch vom Künstler an die Stelle im Bild gesetzt werden, wo es am hellsten ist. Das ist großartig. Die Fähigkeit zu erzählen, indem er uns als Betrachterinnen und Betrachter einen Einstieg ins Bild gibt, in dem die Figuren nicht eindimensional wirken. Schauen Sie sich das Gesicht der Dalila an. Das ist etwas, was Rembrandt an diesem Bild in besonderer Potenz vorführt. Rembrandt ist ein Universalist. Während die Konkurrenz sich spezialisiert auf Porträts, Stillleben oder Landschaften,
macht Rembrandt? Alles. Er demonstriert, er kann alles, er beherrscht alles und er verfügt über die Fähigkeit, mit den Eigentümlichkeiten, mit den Charakteristika dieser eigentlich noch getrennten Bildgattungen zu spielen, indem er gelegentlich Grenzen überschreitet. Rembrandt ist ein unglaublicher Erfinder, ein Vulkan an Ideen und ein begnadeter Erzähler. Das ist Rembrandt Hermenszoon van Rijn. Rembrandt.